Hallo, ich bin Lukas Kurzjal und in diesem Video rede ich darüber, warum die meisten katholischen Frauen ihr Studium abbrechen sollten, wenn sie heiraten möchten. Die moderne Welt feiert das Studium für Frauen als Befreiung von der Abhängigkeit vom Mann. Doch führt es nicht in eine Abhängigkeit vom Arbeitgeber, der die Frau garantiert nicht so liebt wie der eigene Ehemann? Das Studium soll der Frau eine große Berufung verschaffen, während Ehe und Kinder eigentlich die größte und schönste Berufung für die Frau darstellt. Thomas von Aquin sagt über die Ehe ist heilig, weil sie durch das Sakrament eine Gnade verleiht, die die Seele der Ehepartner zur Heiligkeit führt, indem sie ihre Pflichten wie die Erziehung der Kinder für Gott in Liebe und Treue erfüllen. Zitat Ende. In der modernen materialistischen und merkantilischen Gesellschaft wird die Frau jedoch gedrängt, ihre empfindsame Natur zu unterdrücken, wie Dominikanerpater Raymond in seinem Vortrag Mann und Frau in christlicher Gesellschaft schreibt. Wie soll sie sich heiligen können, wenn sie ihre weiblichen Eigenschaften für die Karriere unterdrückt? Feminismus hat zwar seinen festen Platz in der säkularen Gesellschaft, jedoch werden auch innerhalb der katholischen Tradition Frauen zunehmend zu männlichen Karrieren motiviert. Das Resultat sind unzufriedene Frauen, egal ob sie verheiratet sind oder nicht. Was kann eine katholische Frau stattdessen tun, um das größtmögliche Glück auf Erden zu finden? Das erkläre ich in diesem Video. Ich beginne zunächst mit einer kurzen Definition der christlichen Ehe. Die christliche Ehe ist eine heilige sakramentale Verbindung zwischen Mann und Frau, die auf göttliche Ordnung und Harmonie gründet. Die Ehe ist ein heiliges Sakrament, das der Fortpflanzung und Treue dient. Der Mann ist das Haupt der Familie, mit von Gott verliehener Autorität, die er zum Wohl der Familie ausübt, während die Frau als gleichwertige Partnerin durch freiwilligen Gehorsam ohne sklavische Unterwerfung mitwirkt. Thomas von Aquin sagt dazu, Zitat Anfang, diese Unterwerfung ist jedoch nicht eine Knechtenunterwerfung, wie sie zwischen einem Herrn und einem Diener besteht, sondern eine freiwillige und liebevolle Unterwerfung, die auf der natürlichen Ordnung und der gegenseitigen Liebe in der Ehe basiert. Die natürliche Ordnung erfordert, dass in jeder Gemeinschaft eine Hierarchie besteht, um Einheit und Harmonie zu gewährleisten. In der Ehe ist der Mann das Haupt der Familie, wie Christus das Haupt der Kirche ist, und die Frau ist ihm in häuslichen und moralischen Angelegenheiten unterworfen, um die Einheit der Familie zu fördern. Diese Unterwerfung mindert nicht die Würde der Frau, da sie durch das Sakrament der Ehe mit Gnade versehen ist, die beide Ehepartner zur Heiligkeit führt. Die Unterwerfung der Frau ist nicht absolut, sondern auf die Angelegenheiten beschränkt, die das Wohl der Familie und die Erziehung der Kinder zum Dienst Gottes betreffen. In Angelegenheiten, die gegen das göttliche Gesetz verstoßen, ist keine Unterwerfung erforderlich, da die Unterwerfung unter Gott allen anderen Formen der Unterwerfung übergeordnet ist. Zitat Ende. Der Mann schützt und opfert sich im Ernstfall sogar für Frau und Kinder. Er führt durch Vernunft und Stärke, die Frau widmet sich der Mutterschaft und dem Leben, geprägt von Sanftmut und Opferbereitschaft, wie Pater Raymond referiert. Wie wird das traditionelle Bild in der Moderne unmöglich gemacht? Der Teufel macht es Katholiken in der Moderne auf mehrere Weisen schwer, eine christliche Ehe zu führen. Der Mensch wird dazu gedrängt, vom Land aus in überteuerte Ballungsgebiete zu ziehen. Gleichzeitig sind die Kosten so immens gestiegen, dass man meinen könnte, 2 Gehälter seien zwingend notwendig, um eine Familie ernähren zu können. Es bedarf heutzutage Planung und Opfer, um doch nur mit einem Gehalt leben zu können. Ehen werden heutzutage geschlossen, jedoch ist innerhalb dieser Ehen ein Trend hin zur Emanzipation der Frau zu beobachten. Das bedeutet, dass in den meisten traditionellen Ehen der Mann zwar arbeitet, aber keine Verantwortung und Autorität zu Hause für sich beansprucht. Er übernimmt darüber hinaus sogar viele Arbeiten, die traditionell nur der Frau zugeordnet sind. Die Frau herrscht, somit herrscht ein gewisses Chaos in den Familien, da Frauen niemals so gut führen können wie Männer. Pius XII. Ermahnte Männer, Zitat Anfang, ihr Männer seid mit Autorität ausgestattet. In euren Familien ist jeder von euch das Haupt, mit allen Pflichten und Verantwortungen, die dieses Amt mit sich bringt. Zögert nicht, diese Autorität auszuüben. Entzieht euch nicht der Pflicht. Entzieht euch nicht der Verantwortung. Lasst nie zu, dass Lässigkeit, Nachlässigkeit, Egoismus oder Zeitvertreib euch das Steuer des euch anvertrauten Familienschiffes aus der Hand nehmen. Zitat Ende. Oft geht die Mutter arbeiten. Kinder leiden unter der verkehrten Ordnung. Sie lernen ein verkehrtes Bild der Welt. Sie vermissen ihre Mutter und werden in Kitas und Kindergärten indoktriniert.
In dem Fall, dass der Mann liberaler ist als die Frau, ist eine dominante Frau, die den Glauben für die Kinder durchsetzt, jedoch als einzige Ausnahme besser. Dann ist das Chaos immer noch besser als der Abfall vom Glauben. Junge Frauen werden teilweise bereits in Schulen zu selbstständigen Frauen erzogen. Jedoch ist der schlimmste Ort für weibliche Indoktrination die Universität. Ein Studium an modernen Universitäten steht der christlichen Ehe entgegen, da es Frauen von ihrer gottgegebenen Berufung zur Mutterschaft ablenkt und feministische Ideologien fördert. Frauen sind dem Leben geweiht, mit einer natürlichen Ausrichtung auf Mutterschaft und Schutz des Lebendigen. Sie sind die Lehrerin der Seele für die Kinder. Doch Universitäten drängen sie in männliche, kompetitive Rollen, indem sie Wettbewerb, Dominanz und Härte hervorheben. Eine Frau lernt im Studium, sich sozial, Augenhöhe, wirtschaftlich, Karriere und physiologisch, Verhütung, zu emanzipieren. Sie lernt, Männer herauszufordern, statt ihnen zu vertrauen. Dieses Misstrauen untergräbt die ehrfürchtige Liebe zur männlichen Autorität. Männer sind vom wahren Glauben bereits abzubringen, wenn sie sich lange genug heretischen Einflüssen aussetzen. Frauen passen sich aber noch leichter dem linken Gruppenzwang an Universitäten an. Pius XI. Schreibt über die sogenannte Frauenemanzipation in Casti Connubii, Zitat Anfang, aber das ist keine wirkliche Befreiung der Frau. Sie enthält nicht jene der Vernunft, entsprechende und gebührende Freiheit, wie sie die hehre Aufgabe der Frau und Gattin fordert. Sie ist eher eine Entartung des weiblichen Empfindens und der Mutterwürde, eine Umkehrung der ganzen Familienordnung, sodass der Gatte der Gattin, die Kinder der Mutter, die ganze Familie und Hausgemeinschaft der stets wachsamen Hüterin und Wächterin beraubt werden. Diese falsche Freiheit und unnatürliche Gleichstellung mit dem Manne wird sich zum eigenen Verderben der Frau auswirken. Denn wenn sie einmal von der Höhe und dem Thron herabsteigt, zu dem sie innerhalb der Familie durch das Evangelium erhoben wurde, wird sie bald, vielleicht weniger dem äußeren Schein nach, wohl aber in Wirklichkeit, in die frühere Sklavenstellung zurückgedrängt und wie im Heidentum zu einem bloßen Werkzeug des Mannes werden. Zitat Ende. Männer sind jedoch von moderner Indoktrination auch nicht unberührt. Sie werden zu schwachen, unverbindlichen Schatten ihrer Berufung erzogen. Pornografie ist allgegenwärtig. Heranwachsenden weißen Männern wird von allen Seiten vermittelt, sie seien schuld an allem Elend auf der Welt. Und sie sollten sich lieber auf ihre Freizeit konzentrieren, statt Schaden anzurichten, auch wenn sie eigentlich Disziplin üben müssten. Daher meiden sie Verantwortung. Fast ausschließlich von Frauen erzogen, fehlen ihnen männliche Vorbilder. Sie versuchen es, Frauen kontinuierlich recht zu machen, da sie sich von ihrer Aufmerksamkeit abhängig fühlen. Frauen verstärken wiederum diesen Notstand, wenn sie in Beruf und Gemeinde einst männlich besetzte Führungsrollen übernehmen und somit signalisieren, dass männliche Führung nicht gebraucht würde. Sie empfehlen Männern sogar, die Kinderbetreuung auf Wallfahrten zu übernehmen, während sie dann das Programm stellen wollen. In Berufen wie dem Lehramt wird dieser Teufelskreis besonders deutlich. Immer mehr Frauen werden Lehrerinnen, wodurch Männer sich von diesem Beruf zurückziehen. Ein junger Mann, der nur von Frauen erzogen wird, neigt wiederum noch weniger dazu, Verantwortung und Führung übernehmen zu wollen. So tragen Frauen zu dem Notstand bei, den sie durch Emanzipation zu lösen vermeiden, und treiben die Gesellschaft weiter in einen Konflikt mit der katholischen Hierarchie. Das merkt man auch an der katholischen Jugend. Fast alle katholischen Frauen, die auf ein Internat gehen, werden zum Studium motiviert und studieren folglich. Gehen sie dann in die Kirche oder zur KJB, treffen sie fast ausschließlich andere katholische studierende Frauen, die demselben Anpassungsdruck der Universitäten ausgesetzt sind. Die verunsicherten jungen katholischen Männer von heute, die ein Gegengewicht bilden könnten, ziehen aber mit, weil sie den Frauen gefallen und kein Spielverderber sein wollen. Somit ist das, was die Frauen in den Unis mitkriegen, schon längst ein starker Einfluss in traditionellen Gemeinschaften. Es haben sich zum Beispiel schon unsinnige Datinggewohnheiten der Moderne in traditionellen Gemeinschaften eingeschlichen, wie zum Beispiel die Neigung, jahrelange Beziehungen zu führen, ohne sich zu verloben. Was sollte aber eine gute Alternative zum jetzigen Zustand darstellen? Viele Frauen haben Angst vor Einsamkeit und finanziellem Ruin. Sie denken, sie hätten keine andere Wahl, als nach Emanzipation zu streben. Dabei macht gerade dieses Streben sie für Patriarchen unattraktiv und ihre Einsamkeit wahrscheinlicher. Zitat Anfang: Die Frau ist das Adjutorum simile sibi des Mannes, seine Hilfe, seine Ergänzung, diejenige, die die Gestalt des Hauptes annimmt und es bis zur Vollkommenheit ergänzt. Mann und Frau sind ein und dasselbe Fleisch, von dem der Mann das Haupt und die Frau das Herz ist, schreibt Pater Raymond. Grundlegend ist daher zu sagen, dass sich katholische Frauen für die Ehe empfänglich machen,
also sich in Sanftmut, Demut und Respekt gegenüber Männern üben sollten, um diese Rolle übernehmen zu können. Wenn sie diese Rolle gut ausfüllen, werden sie garantiert nicht lange alleine sein. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie in einem liberalen Umfeld leben, das sie mit aller Kraft von der christlichen Rolle abbringen will. Sie haben oft, selbst wenn sie sich dessen nicht bewusst sind, eine selbstbezogene, dominante Haltung angenommen. Pater Raymond schreibt weiter: Eine notwendige Anstrengung der Frau von heute ist der Gehorsam. Das ist heute schwieriger, weil in der Gesellschaft eine Atmosphäre der Verachtung gegenüber jeder Autorität herrscht, weil die Frau außer Haus arbeitet, weil der Mann unterschätzt wird und so weiter. Das ist schlecht. Deshalb muss die Frau heute lernen, Geduld, Vertrauen und Gehorsam gegenüber dem Mann zu üben. Zitat Ende. Katholische Frauen sollten ihr eigenständiges Leben für ein gemeinsames Leben mit dem Mann aufgeben wollen. Und zwar nicht erst in 5 Jahren, sondern sofort. Eine sanftmütige Frau, die Männern signalisiert, dass sie nur darauf wartet, mitgenommen zu werden, hat einen unglaublichen Wert. Männliche Männer wollen eine Frau, die den Beruf nur als Mittel zum Zweck sieht, um die Zeit zur Ehe zu überbrücken. Man merkt leider, dass viele Frauen primär Selbstverwirklichung im Beruf suchen und nicht in der katholischen Mutterschaft. Viele Männer aus meiner Coaching-Gruppe machen genau diese Erfahrung auf der Partnersuche, auch in der Tradition. Wenn du einer dieser Männer werden willst, schreib mir einfach und wir schauen, ob du dazu passt. In meiner Gruppe helfen sich katholische Singles und können auf die Erfahrung von patriarchalen Familienvätern zurückgreifen. Aber zurück zum Thema. Die Frau sollte sich bemühen, weiblicher zu werden, so wie der Mann sich bemühen muss, männlicher zu sein. Die ideale katholische Ehefrau entscheidet sich also entgegen den Empfehlungen ihres Umfelds für eine Ausbildung. Eine Ausbildung hat nämlich mehrere Vorteile. Man befindet sich in einem Umfeld der Mittelschicht. Die Mittelschicht ist viel weniger indoktriniert als unsere Oberschicht. Ideal ist natürlich eine Ausbildung im sozialen Sektor oder eine Ausbildung in einem Beruf, der auf den Alltag als Mutter vorbereitet. Sei es in der Hauswirtschaft, in der Küche, als Bäckerin oder Konditorin. Es gibt natürlich Ausnahmen. Wir brauchen einige Lehrerinnen und Ärztinnen. Jedoch sollte das dann als eigene Berufung zu betrachten sein, die die Familie ausschließt oder erst nachdem die Kinder groß sind, zu verfolgen ist. Nicht jede Familie wird aber ohne eine arbeitende Frau zurechtkommen. Auch das ist zu berücksichtigen. Das Ideal sollte aber stehen. Und nicht jede katholische Frau sollte sich auf Johanna von Orleans berufen. Aktuell besteht die Tradition aus fast ausschließlich Ausnahmen. Nebenbei liest die katholische Frau theologische Bücher und betet täglich den Psalter. Sie soll das religiöse Bollwerk der Familie darstellen. Sie achtet auf die Kleiderordnung von Pius XI. Selbstbewusste katholische Männer schauen darauf, ob eine Frau nicht durch ihre Schönheit, sondern durch ihre Reize überzeugen will und winken sofort ab, wenn dem so ist. Wenn die Frau ihre christliche Weiblichkeit bewusst kultiviert, wird sie nicht übrig bleiben. Wenn sie nur darauf wartet, sich einem Mann, der sie lieben will, unterzuordnen, dann wird sie in kurzer Zeit auch von so einem Mann gefunden werden. Denn diese Männer gibt es. Und ich weiß, dass sie selten eine Frau finden, die wirklich auf einen Mann wartet. So eine Frau zu werden, ist alleine sehr schwierig. Daher will ich noch auf die Notwendigkeit eines starken antiliberalen Priesters als Seelenführer eingehen. Ich kann es nicht mit absoluter Sicherheit sagen, jedoch ist mein Eindruck, dass heutzutage ein Mangel an starken Verbindungen zu Seelenführern herrscht. Gehorsam wird von Gläubigen oft selektiv gelebt. Sie machen sich nicht auf die Suche nach einem Seelenführer, dem sie volles Vertrauen und somit dann auch vollen Gehorsam schenken wollen. Dabei sagt schon Franz von Sales auf Seite 173 von Philothea: Man kann sich gewöhnlich nicht seinen Fürsten oder Bischof, Vater oder Mutter aussuchen, oft nicht einmal den Gatten, wohl aber den Beichtvater und Seelenführer. Und an einer anderen Stelle: Selig die Gehorsamen, denn Gott wird sie niemals irregehen lassen. Zitat Ende. Urteile von Priestern werden daher gerne relativiert. Man unterstellt ihnen eine Realitätsferne. Zitat Anfang: Priester lebten ja mehr in ihrem Brevier als in der Realität. Zitat Ende. Das ist natürlich nicht richtig, denn nähren Priestergläubigen die Realität, wenn sie nicht widersprüchlichem Liberalismus verfallen sind. Alles, was ich in diesem Video sage, sollte jungen Frauen eigentlich von der Kirche vermittelt werden. Jedoch wird sogar in der Tradition das weibliche Studium viel mehr als die Mutterschaft bejubelt und thematisiert. Ich hörte sogar von dem Fall, dass eine Frau mit dem Studium aufhören wollte, die aber vom Priester dazu motiviert wurde, das Studium abzuschließen. Somit wird katholischen Frauen immer weniger Schuld zuteil, wenn man sieht, dass sowohl ihre Männer als auch ihre Priester aktuell nicht gänzlich in der Lage sind, ihnen effektiv den richtigen Weg zu weisen. Aufgeben ist für die jungen Damen jedoch keine Option. Sie müssen selbst die Initiative ergreifen und sich auf die Suche nach einem antiliberalen Priester machen, dem sie vollkommenes Vertrauen schenken können. Wenn sie einen solchen Priester gefunden haben, ihm gehorchen und gleichzeitig bewusst daran arbeiten,
sich für die Ehe empfänglich zu machen, werden sie garantiert schnell durch einen Mann gefunden werden. In einer Welt, die katholische Frauen und Männer mit falscher Freiheit verführt, bleibt die katholische Ehe der Weg zur wahren Heiligkeit. Frauen sind berufen, ihre Studien aufzugeben und Mütter zu werden, denn die wahre Würde der Frau liegt in ihrer Hingabe an die Familie. Wenn sie einem antiliberalen Seelenführer gehorchen, werden sie von diesen garantiert zu treuen Ehefrauen geformt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert, kommentiert und liked.